Jo Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Channel zu einem weiteren Video. Und zwar geht es heute für mich nach Shanghai, beziehungsweise für die anderen auch. Wir spielen dort in China das RMR, beziehungsweise wollen uns dann natürlich dafür das Major qualifizieren. Ich bin jetzt gerade mit meiner Freundin auf dem Weg zum Flughafen nach Leipzig, fliege von Leipzig wieder nach Frankfurt und von Frankfurt dann nach Shanghai. Ich chauffiere mich wieder selber hier zum Flughafen. Meine Freundin sitzt hier auf dem Beifahrersitz und filmt. Dann zeige ich euch, wenn ich in Leipzig angekommen bin. So, ich bin jetzt hier angekommen in Leipzig am Flughafen. Meine Freundin ist jetzt gerade auf dem Nachhauseweg. Koffer ist schon abgegeben, bin eingecheckt und jetzt geht es für mich dann um 11 von Leipzig nach Frankfurt. Und dort in Frankfurt treffe ich dann ein paar von den anderen. Rigon und John, die fliegen einzeln. Und von dort aus geht es dann nach Shanghai 15 Uhr, also jetzt ist es gerade hier um 9. Und ja, wir hatten jetzt ein 7 Tage oder 8 Tage Bootcamp in Berlin, hatten jetzt dann 2 Off-Days zum Runterkommen oder 3 Off-Days zum Runterkommen, mit Travel Day eingerechnet. Und ja, sind gut vorbereitet für das Major und müssen es dann einfach nur zeigen. Jetzt mache ich mich jetzt hier auf den Weg zur Sicherheitskontrolle und dann melde ich mich, denke ich, wieder, wenn ich in Frankfurt gelandet bin und auf die anderen stoße. So, und bevor es jetzt hier durch die Sicherheitskontrolle geht, hole ich mir immer hier noch bei dem Bäcker ein Brötchen, weil es ist preisgünstiger, als wenn ich dann da durch bin und dann dort mir was hole. Ja, und kleiner Lifehack. Und man muss das Geld nicht aus dem Fenster schmeißen. Moin, ich hätte gern das Snack- und Salami-Brötchen bitte zum Mitnehmen. Nee, das war's, danke. So, wie man jetzt unschwer erkennen kann, ich bin jetzt hier angekommen im Frankfurter Flughafen. Habe jetzt einen kurzen Abstecher in die Business Lounge gemacht, um Mittag zu essen. Und ich habe jetzt auf dem Flug nach Shanghai leider kein Business gebucht, weil viel zu teuer und hat sich dann nicht gelohnt. Aber dadurch, dass ich so viel schon geflogen bin, habe ich für diesen Status hier schon erflogen, dass ich jetzt hier in die Business Lounge darf und halt essen, trinken, je nachdem, was hier kann man alles mal schlafen, sitzen, chillen. Und eigentlich relativ cool und ja, bin jetzt sozusagen Frequent Traveler und deswegen darf ich hier rein. Ich habe jetzt halt die Kleinigkeit gegessen und jetzt mache ich mich dann gleich auf den Weg zum Gate, weil die anderen Jungs sitzen schon da und ja, dann geht es für mich in, ich glaube, ca. 15 Minuten bis Boarding, geht es dann los nach Shanghai. Ja. Das ist der Vogel, der uns nach China bringt. So, ich sitze jetzt hier im Flieger. Space ist okay. Karim ist hier wieder am Start. Was geht ab? Ja, jetzt geht's gleich ab nach China, 12 Stunden. So, wir sind jetzt hier in Shanghai angekommen, haben jetzt gerade unser Gepäck geholt, war ein relativ zäher Flug, war jetzt so 12 Stunden, konnte zum Glück 6 davon schlafen, haben jetzt Koffer geholt und sind jetzt dann gleich auf dem Weg zum Hotel. Ich glaube, wir fahren auch noch mal 40 Minuten zum Hotel. Hier ist alles schon ein bisschen anders auch, also überall muss ich hier meinen Fingerabdruck abgeben und war schon witzig, aber ja. Jetzt geht es erstmal zum Hotel und dann gucken wir, glaube ich, denke ich, noch die Stadt an. Was sagst du dazu? Ja. So, jetzt hier in Shanghai angekommen, gebe ich jetzt hier eine kleine Hotelzimmertour. Eingangsbereich, dann hier Badezimmer, diesmal ein sehr gutes Badezimmer mit so einer separaten Toilette im Badezimmer und dann halt eine Dusche, wo man sich hinsetzen kann. Ja, oder nicht, moin. Das ist Rigons Seite wieder, ich habe wieder Rigon im Zimmer. Das ist meine Seite, das ist mein Stuff. Ja, das war's eigentlich schon. Jetzt vielleicht nochmal ein Ausblick. Genau, so sieht das jetzt hier aus. So sieht es von hier aus. Also eigentlich cooles Zimmer, sehr gutes Zimmer. Wir machen jetzt hier eine kleine Sightseeing-Tour. Fahren
fahren jetzt in die Innenstadt, gucken uns so den Shanghai Tower an, danach Pearl Tower und mal die Skyline. Mal sehen, vielleicht ist es bis dahin schon dunkel, dass man auch wirklich das sieht. Und das ist unser Hotel. Wir haben halt hier so eigene Security. Können wir nur wir rein, kein anderer darf hier rein. Das Hotel ist nur für die Spieler und so und Staff gemietet. Und hier steht überall Securities und so rum. Schon krass gemacht hier. Da campen die Leute und schnurren sich Autogramme oder sind ganz lieb. Ich habe auch gerade schon bei einem unterschrieben und die sitzen, warten halt hier. Am Flughafen war es genauso. Das ist jetzt hier, und das ist der Shanghai Tower. So, es ist jetzt relativ dunkel und jetzt laufen wir zu dem Band, wo man so die Skyline und so sieht. Also wir waren jetzt hier bei dem Pearl Tower, wir waren jetzt beim Shanghai Tower, haben uns das alles angeguckt und jetzt gehen wir, denke ich, uns die Skyline anschauen und vielleicht gehen wir so durch den Tunnel durch, unter Wasser, keine Ahnung wie das aussieht. Mal sehen, wir sind gespannt und ich nehme euch da mit. Vielen Dank für dieses Erlebnis. Vor allen Dingen dieser Ton, Alter, die ganze Zeit. Also auf der anderen Seite sieht schon ein bisschen fancy aus. Sieht aus wie in Paris hier ein Gebäude. Von der Beleuchtung her und so. Okay, jetzt der Blick zur Skyline. Vom Skyline zum Cell-Server. Eigentlich vom Cell-Server zur Skyline, das war's. So, reinkommen an der Skyline, jetzt noch mit mir davor. Ja, sieht auf jeden Fall atemberaubend aus, sieht übelst geil aus. Ich wurde jetzt gerade schon zum 3. Mal gefragt, ob ich Chinesisch spreche hier von den Leuten. Ich weiß nicht, ich dachte, ich bin Prototyp Allmann, aber ja. So, ich gebe euch jetzt hier eine kleine Breakroom-Tour. Nur John und Rigon sind jetzt da, also die anderen sind noch beim Frühstück oder schlafen. Wenn man jetzt hier reinkommt, hier sind die Keulen. Hier ist Rigon, da ist John. Hi Leute. So sieht das aus. Und hier ist mein Platz. Hier sitzt Jarosch, hier sitzt Alex. Das ist der Ausblick hier aus dem Practice-Raum. Ja, und da haben wir halt alle so kleine Geschenke bekommen. Hier zum Beispiel die Jacke. Da ist dann noch so ein 3 Meter Mauspad drin. Rigon, zeig mal die Jacke. Ja, die steht dir sehr gut. Danke. Ja, okay, so eine Jacke hat jeder bekommen von uns. Und dann halt hier so ein Koffer. Ich habe da gestern schon mal reingeguckt. Ja, genau, mit so Gimmicks. Ich weiß nicht, was das hier ist. Ja, noch eine Schale oder sowas. Das ist eigentlich ganz cool. Das ist so ein Keycap. Für die Tastatur dann später eigentlich ein cooles Andenken. Es leuchtet auch, wenn ich hier dieses Ding rausnehme. Ja, ansonsten halt, keine Ahnung, das ist was für ein Koffer, zum Namensschild für einen Koffer. Das ist irgendwie so ein Stofftier. Das ist, glaube ich, auch eine Tasse. Ja, das auch. Also haben sie schon ein bisschen so Ideen oder Gedanken gemacht für die Geschenke. Ganz cool. So, das war's jetzt hier. So, ich habe jetzt rausgefunden, was das hier ist. Das ist wie so eine Kaffeekanne oder Milchkanne. Was wir da studiert haben hier. So sieht das aus, ja, das ist eigentlich ganz cool. So sieht unser Media Day aus jetzt hier. The first photo you're gonna hold this for the first one, and then follow his order. Okay. Look at me. Smile. Smell? Okay. So, SSD-Setup ist jetzt done. Instagram
habe es gesehen. Er kann nicht Genau, jetzt jetzt hier fertig. Notes aufmachen. Das ist auch, so sieht auch dann der Official-Raum aus dann für morgen. Ich hab nichts drin. So Freunde, das war's jetzt hier mit dem ersten Teil aus Shanghai. Ich hoffe, die ersten Eindrücke haben euch genauso gut gefallen wie mir. Deswegen würde ich mich ganz gerne über ein Like auf dem Video sowie wieder ein Abo auf meinem Kanal freuen. Ja, fürs nächste Video, also morgen steht nochmal ein Off-Day an. Danach natürlich ganz wichtig die Games und da nehme ich euch dann natürlich auch wieder mit. Als kleine Überraschung habe ich gedacht, dass ich jetzt hier unter dem Video noch ein Trikot verlose. Deswegen ganz gerne, wenn ihr Bock drauf habt, dann Hashtag Jersey in die Kommentare. Und dann lose ich nach dem Turnier dann einen Gewinner aus. Vielen lieben Dank, dass ihr zugeschaut habt und wir sehen uns dann bei Part 2.